Hi, ich bin Jasmin und willkommen in der Königsklasse. Ich bin der Axel und ich bin hier freundlicherweise eingeladen worden. Ich auch. Muss ich Fragen stellen? Oh, cool, okay. Axel, wer bist du? Erzähl uns mal ein bisschen was von dir, bitte. Ich bin der Axel, richtig erkannt. Nee, ich bin sozusagen Geschäftsführer von Angermayer Trachten. Ah ja, okay. Ich habe gerade schon gehört, dass du heute da bist und ich habe gehört Angermayer, dachte mir, da habe ich direkt an die Trachten gedacht. Und Hat du mich hast schon natürlich gefreut. gesehen, was ich Na anhab. klar, Okay, na also klar. ist der Richtige, ja. Sehr schön, freut mich. Mich auch. Ich brauche sowieso ein neues Dirndl übrigens. Vielleicht komme ich mal vorbei. Könnte ich dir rein theoretisch helfen? Das wäre ideal. Wie lange machst du das schon? Ziemlich lange, ja. Über 30 Jahre. Okay, wow. Wie hat das angefangen? Puh. Es hat angefangen damit, dass ich hier studiert habe in München und dann wieder in die schwäbische Provinz zurück bin und es aber nicht aushalten konnte dort, weil ich war dann in München gewohnt und habe immer gedacht, was mache ich jetzt, wie komme ich nach München? Und ein Kunde, den wir beliefert haben, ich habe mit Ledersachen früher gemacht, der hat dann aufgehört und es war diese Firma Angermayer. Und das bin ich natürlich sofort hin und es war zwar ein furchtbares Geschäft, ja, damals. Und, aber ich habe das dann einfach, der hatte 3 Herzinfarkte, der Mann, und dann habe ich den sozusagen abgelöst. Und ja, während meiner Promotion habe ich dann angefangen, langsam diesen Angermayer ein bisschen anders zu strukturieren. Okay. Und ja, das war am Anfang natürlich ziemlich hart, weil die Tracht war ja damals eigentlich da niederliegen. Also da hat ja kaum jemand Tracht getragen, außer im Oberland halt die Trachtenvereine. Und das meiste, was mich geärgert hat, war eben, dass die Leute auf der Wiesn alle mit Jeans und Anzügen auch rumliefen und das hat mich so also nicht allzu gestört. Und dann habe ich mir viele Sachen überlegt und dann ist etwas gelungen, was damals sehr, sehr schwierig war. Ich habe so eine Kombination, so eine Trachtenkombination für damals 399 DM zusammengestellt. Also da war halt alles drin, von der Hose bis zum Hemd, bis zum Schuhe und so weiter. Ja. Und das war natürlich ein wahnsinniger Erfolg, weil die Leute kannten das alles nicht. Ja? Und ich habe eigentlich gedacht, da kommt nur die Jugend und will das, aber dann haben genauso ältere Leute, wollten dieses Angebot wahrnehmen. Und das hat sich natürlich von Jahr zu Jahr, sage mal, erhöht. Also wir hatten zum Teil, es fast nicht glaubbar. Wir hatten 500, 800, 1000% oft, ja, gegenüber dem Vorjahr. Okay, Weil wow. das ist so eingeschlagen wie sonst da was. Und so kam ja eigentlich auch die Tracht ein bisschen auf die Wiesn, ja. Und ja, nachdem wir das jetzt erreicht hatten, dann haben wir natürlich ein Trading abgemacht und Okay. jetzt sind wir halt hier. Okay, das finde ich sehr, sehr interessant tatsächlich, weil ich dachte, die Tracht gehört zu Wiesn wie schon immer. Das ist mir komplett neu, dass das erst sich entwickelt hat mit der Zeit. Ja, früher war überhaupt nichts, ja. Okay, wow. Null Tracht. Sehr beeindruckend, okay. Ja. Du hast gesagt, du hast studiert in München und auch promoviert. Was hast du gemacht? Was für ein Gebiet? Wirtschaftswissenschaften. Okay, okay. Wie kamst du dann von dem Thema zur Tracht? Also, ich meine, du hast gesagt, du wirst wieder nach München zurückkommen. Aber wie kam da dieser Sprung, sage ich jetzt mal, von der Wirtschaft in Richtung Tracht, dass genau das Ja, dein ich muss ja Interesse war? irgendwas arbeiten nach dem Studium. Okay. Und ich war väterlich, hatten wir eine kleine Firma und die hat mit Leder gehandelt, ja. Okay. Und so kam ich halt dazu. Okay, das heißt schon Und der ein bisschen- Angermayer war ein Kunde von uns, ja. Okay, Und so okay. bin ich da drauf gekommen und dann habe ich mir den geschnappt. Okay, sehr schön. Das ist eine wirklich interessante Geschichte. Wow, beeindruckt mich sehr auf jeden Fall. Und vor allem, wie gesagt, Angermayer ist ein Riesenname, definitiv. Kennt man in ganz München. Also hat auf jeden Fall gut funktioniert, definitiv. Ja, schon. Aber das hat auch einige Anstrengungen gekostet, ehrlich gesagt. Ja, das glaube ich. Ja. Was war so die größte Herausforderung während der Zeit? Die größte Herausforderung, da gab es verschiedene. Also am Anfang waren wir ja sozusagen nicht so stark gelitten, weil wir haben ja was Neues gebracht, ja. Und da gibt es ja also sehr starre
Trachtenvereine, ja, die zum Beispiel das einfach nicht wollten. Die haben dann gesagt, oh Gott, in so eine Hose, da hat er ein blaues Bändchen drin, das geht ja gar nicht, da muss ein dunkelgrünes rein und so Ja, weiter. okay. Das heißt, die haben sich eigentlich allen Innovationen verwehrt und da sind wir also dementsprechend auch angeschossen worden. Aber das hat sich beruhigt, inzwischen kaufen die Trachtenvereine bei uns. Also Okay. da Wo waren die dann vorher? im Oberland, ja. Okay. Ich meine, es gibt ja Trachtenfirmen, es gibt ja Säckler, es gibt ja also kleinere Firmen und auch Dirndlmacherinnen und die gibt es ja heute noch. Ja. Und es ist auch schön, dass die noch gibt. Ja, okay. Wie hast du das dann geschafft, diesen Übergang so richtig hinzubekommen, dass auch tatsächlich die Trachtenvereine zu euch kommen und da tatsächlich auch ihre Tracht kaufen? Also wir haben jetzt da nicht beworben, aber die haben halt im Laufe der Zeit mitbekommen, dass wir eigentlich ganz gute Sachen machen. Und dann haben sie gedacht, ja, können wir eigentlich auch probieren mit denen, ja. Okay, das heißt, die Qualität hat schon so für sich gesprochen wahrscheinlich? Ja, und unser ganzes Angebot, wir sind ja breit gefächert, ja. Ja, ja. Was war damals, als du noch kleiner warst, was war dein Traumjob? Was wolltest du werden? Also ich wollte kein Lokomotivführer werden, wie wahrscheinlich die gängige Antwort lautet. Was wollte ich werden? Ja, ich habe wahnsinnig gern Fußball gespielt und haben mir da vielleicht auch ein gewisses Zeit vorgestellt. Ich habe es übrigens auch geschafft bis in die Lizenzliga, also das war damals zweite Bundesliga, hatte ich mal kurze Auftritte, Okay. aber dann ging es nicht weiter. Aber sonst, puh, eigentlich, ich hatte keinen großartigen Wunsch und das war ein Problem auch. Ich hatte dann da vor dem Abitur, da kriegst du ja dann immer so Beratungen vom Arbeitsamt und Pipapo, für was du geeignet bist. Und bei mir kam was ganz Sensationelles raus. Ich wäre also ganz gut geeignet als Förster. Okay. Ja, das bin ich jetzt nicht Hat geworden. fast geklappt, ja. Ja, ganz knapp vorbei. Okay. Jetzt zurückwirkend betrachtet, ist das, was du gemacht hast, tatsächlich dein Traumjob? Ja, eigentlich inzwischen schon, weil ich liebe die Tracht und ich lebe auch die Tracht, ja. Und ich lebe auch das, was ich mache. Und ich gehe also nicht ungern ins Unternehmen rein. Also ich bin mit dem Job rundum zufrieden. Okay, sehr schön. Das ist, Ja. glaube ich, das Ziel überhaupt, wenn man einen Job hat, dass Ja, man ich das glaub sagen schon. kann. Okay, cool. Ja. Ich hatte übrigens, ach ja Gott, ich hatte ja Medizinstudium, Zulassung, ja. Und habe mir das überlegt, ob ich Medizin studiere. Und dann hat mein Vater mich ganz böse abgeraten. Er hat gesagt, nein, du wirst doch kein Markensammler sein wollen. Gell? Okay. Was wäre so seine Idee gewesen von dem Job? Wo hätte er dich gern gesehen? Ja, wie gesagt, in diesem elterlichen Betrieb wollte er mich halt dann hinversetzen. Ja. Okay, okay. Ja, sehr schön. Wir sehen uns ja jetzt heute auch das erste Mal. Wenn ich dir jetzt auf der Straße begegnen würde und ich würde dich fragen, okay, beschreib dich, was bist du für eine Person? Was würdest du antworten? Ich rede ja gar nicht so gerne über mich, Mensch, was soll ich da antworten? Ja. Also ich glaube, ich bin relativ kreativ. Ich hasse zum Beispiel Routinearbeiten. Das habe ich also weitestgehend auch jetzt im Unternehmen delegiert. Natürlich, es gehört immer Routine dazu, wenn du in deinem Job weiterkommst. Ja. Ja. Aber ich möchte immer gerne was Neues probieren, was Neues versuchen. Und das, glaube ich, ist schon ein gewisser Zug von mir. Okay, also sehr neugieriger Mensch. Ja, schon. Ja, was bin ich noch? Ich bin, was mir manche nicht glauben, aber ich bin sehr teamfähig. Ich lasse meine Entscheidungen immer mit einer Gruppe zusammen entwickeln, ja. Mit meinen Mitarbeiterinnen, die also auch sehr tüchtig sind, sonst ginge das ja nicht. Aber letztendlich möchte ich halt das durchsetzen, was ich mir im Kopf setze. Ja. Deswegen, wenn ich Aber ich gleich... brauche sie trotzdem dazu, ja. Ja, ja. Und wenn sie sagen, nee, das machen wir nicht, dann
machen wir es vielleicht nicht. Okay, okay. Das wäre nämlich meine nächste Frage gleich gewesen, warum man es dir nicht glauben könnte, dass du teamfähig bist. Aber gut, wenn du natürlich deinen Plan hast, dann willst du den auch machen Ja, quasi, weil oder? die Leute sagen immer, ja, du bist doch der Macher, du machst doch alles, ja. Und das stimmt nicht, ich lasse mich schon beeinflussen. Okay, also Beraterfunktionen sind erlaubt. Nee, bin ich nicht. Also beratungsresistent bin ich überhaupt Okay, nicht. ja, Nee. sehr schön. Und das wäre ja, das wäre auch total falsch. Das grenzt halt an Arroganz. Und, und arrogant, da bin ich also, bin ich überhaupt nicht. Also da bin ich anders aufgewachsen. Da habe ich andere Stationen in meinem Leben gehabt, was ich zum Beispiel bei der Bundeswehr und so weiter. Und später, also ich verstehe nicht, wie jemand arrogant sein kann. Mhm, okay. Außerhalb von Job, was interessiert dich? Hast du noch Hobbys? Spielst du noch Fußball oder ist das Thema komplett vorbei? Ja, ich würde gern noch, aber meine Hüfte macht nicht mehr so arg mit. Nein, ich muss mich ein bisschen zurückhalten. Ich fahre noch wahnsinnig gern Ski, also das mache ich, sobald wieder der erste Schnee kommt. Und ja, eigentlich alles Mögliche. Aber jetzt bin jetzt nicht mehr im Verein tätig und spiele jeden Samstag irgendwo rum. Ja. Okay. Den Job, den du hast, der ist wahrscheinlich sehr vereinnahmend von der Zeit her. Wie managst du das für dich, dass du das regelst, dass du da ausgeglichen bleibst? Ja gut, ich nehme mir also schon auch heraus, dass ich meine Zeit einteile. Und wenn ich jetzt wirklich mal was Privates habe, das, sage mal, für mich wichtig ist, dann kann ich das schon vereinbaren, ja, Okay. mit dem Job. Also absolut. Also wenn ich mir das nicht ausnehmen kann, dann hätte ich nicht selbstständig sein dürfen. Ja. Ja. Ich meine, ich arbeite sowieso vermutlich viel zu viel, aber ja, es wird mir immer wieder gesteckt. Ja. Aber wenn was Wichtiges ist, dann kann ich mir schon frei nehmen. Okay. Wenn es jetzt aber gerade mal wirklich sich aufbauscht und du siehst dich aus der Arbeit nicht mehr raus, was machst du, um dich selber wieder ein bisschen runterzuholen von der ganzen Sache? Ja, das ist nicht so einfach. Also gerade jetzt, wenn sagen wir mal Hochzeit ist bei uns Richtung Wiesen, da schläfst du schon sehr unruhig, da wachst du nachts auch auf und da kommst du verdammt schwer runter. Eigentlich so gut wie gar nicht. Ja. Das hatte ich einfach im Griff. Aber ich versuche natürlich trotzdem, ich habe 2 kleine Hunde, ich laufe mit denen immer umeinander. Ich gehe dann oft schwimmen, um mich ein bisschen auszutoben. Ich laufe auch und ja, ähm, natürlich bin ich auch relativ gesellig, also ich gehe sehr oft weg und sowas bringt dich ja auch wieder runter. Ja. Okay, ja, ja. Und jetzt gerade auch nachts, stehst du auch nachts mit deinen Hunden dann auf und gehst spazieren, wenn es gerade gar nicht mehr geht? Ja, manchmal sogar schon, ja. Okay, schön. Ja, die zwingen mich ja, die wollen ja. Okay. Und wie sieht's aus? Bisschen privatere Frage mit Familie. Geht das zeitlich noch mit rein in so eine Selbstständigkeit? Also ich bin weitestgehend allein, lebend, um diese Frage zu beantworten. Okay. Ähm, aber mein Familienleben ist trotzdem schön. Ich habe eine tolle Tochter und so weiter und so fort. Also Okay, sehr schön. Ja. das ist schon intakt, ja. Aber jetzt, sage mal, eine Frau an meiner Seite, die gibt es nicht momentan. Okay. Und die Tochter, arbeitet die auch Die in. arbeitet mit, ja. Okay, ja, das habe ich mir gedacht. War das auch ihr Traumjob tatsächlich? Ja, sie hat mich selber angesprochen, weil ich wollte auf gar keinen Fall den Fehler meines Vaters machen, dass du sagst, Mensch, jetzt hör auf, lass das mit dem Medizinstudium, geh in die Firma rein. Das habe ich nie wollen, sondern ich habe gesagt, nach ihrem Studium, mach, was du willst. Und sie wollte Okay. Was hat sie studiert? das Gleiche. Okay, okay. Also, Also Betriebswirtschaftslehre. also gutes Vorbild gegeben, auf jeden Fall auch für die Tochter in dem Fall. Ob ich ein Vorbild war, weiß ich nicht, aber sie hat es halt gemacht. Ja, okay, sehr schön. Mit deinem Wissen, was du jetzt gesammelt hast über die Zeit, in der Position, wo du jetzt gelandet bist, wenn du nochmal 20 wärst, würdest du nochmal was anders machen oder was würdest du anders machen? Ich würde schon einiges anders machen. Zum Beispiel, ich würde die Welt mehr sehen wollen aus privater Sicht. Also, dass ich sage, okay, nach dem Studium, ich mache mal eine Tour, halbes Jahr durch die Welt, so wie es einige machen. Und das war mir irgendwie nie vergönnt, ja. Und das, was ich erlebt habe, ich habe die Welt schon viel gesehen, aber vielfach eben mit dem Geschäft als Hintergrund. Also ich kenne Indien
ganz gut, aber ich kenne es meistens eben vom Geschäft, vom Ledereinkauf und so weiter und so Okay. fort. Ja. Aber ich kenne Indien als Tourist zu wenig. Okay. Und diese Zeit ist mir jetzt nicht mehr vergönnt, aber damals hätte ich es machen sollen. Also das würde ich zum Beispiel anders machen. Ich war, glaube ich, recht schüchtern und ich kam ja vom Land, ja. Und, und ja, wahrscheinlich wäre ich mehr Forscher heute, also mit 20 wie damals, ja. Okay. Ich hab mich sehr zurückgehalten bei allem, ja. Und eigentlich habe ich durch die Bundeswehr, ob man es glaubt oder nicht, habe ich eigentlich viel gewonnen. Also nicht militärisch, um Gottes Willen, aber ich habe gelernt, Widerstand zu leisten. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals waren wirklich furchtbare Leute über dir, die dich befohlen haben, aus nichtigem Grunde, weil sie fliege von rechts, geh in den Dreck rein und so. Totaler Unsinn, ja. Und sowas hat mich wahnsinnig geärgert und ich war halt so einer, der, glaube ich, ein Vierteljahr nicht mehr aus der Kaserne kam, weil ich nur Strafdienste hatte, weil ich einfach opponiert habe, ja. Okay. Und das habe ich dann gelernt. Das hätte ich natürlich viel früher auch gerne schon gehabt, ja. Okay. Aber so nach und nach lernt man eben dazu. Aber was hätte ich sonst noch alles machen können anders? Vielleicht einen anderen Beruf, ich weiß es nicht. Aber wollte ich eigentlich nicht. Ja. Aber ich habe ihn ja nicht kennengelernt in einem Beruf. Gell? Also vielleicht wäre ich ein toller Mediziner geworden, vielleicht. Ich glaube es nicht. Okay. Was war bisher das Schönste, was du je erlebt hast? Spontan gefragt. Oh je, ich habe viele schöne Sachen erlebt. Das ist jetzt schwierig, das Schönste zu sagen. Oh, mein Gott, das Schönste. Da kann ich jetzt 20 Sachen wahrscheinlich aufführen. Okay, gibt es was dir spontan gerade in den Kopf geschossen ist? Ja, ich hab beruflich schöne Erfolge gehabt, ja. Auszeichnungen, Awards und so weiter. Das freut mich dann, aber das ist jetzt nicht das Höchste gewesen. Als ich meine erste Freundin kennengelernt habe, das war sicherlich auch ein Höhepunkt, ja. Ohne jetzt näher zu gehen. Okay, hättest du einen Tipp für junge Leute? Was würdest du ihnen mit auf den Weg geben, um eine Person zu sein, wo sich die andere Leute auch gerne kennenlernen? Formulieren wir es mal so. Ja gut, die Generation hat sich ja verändert, das ist ja klar. Insofern weiß ich nicht, ob die meinen Rat überhaupt hören wollen, ja. Man muss sich sehr viel erarbeiten im Leben. Das ist etwas, was ich jetzt mitgeben würde. Aber vielleicht ist es heute anders. Man kommt vielleicht mit anderen Methoden auch weiter. Aber ich glaube, vor dem Erfolg kommt schon die Arbeit. Ja. Das sollte man immer bedenken. Natürlich sollte man auch, und das macht die junge Generation ja lobenswerterweise, sie sollte auch den Freizeitcharakter weiterhin behalten. Also sie sollte auch ihre Freizeit genießen. Ja. Das ist zum Beispiel das, was damals meine Generation nicht so gehabt hatte. Da wollte jeder irgendwie eben arbeiten und nach oben kommen. Gell? Das ist heute sicherlich ein bisschen anders. Das hat mit Coolness jetzt überhaupt nichts zu tun, das hat es mehr mit Erfolg im Leben zu tun, mit Erfolg irgendwo auf der Leiter. Ja? Ich finde, man sollte sich das raussuchen, was einem gut tut. Ja? Man sollte jetzt nicht sich irgendwo reinpressen lassen in irgendein Format, in irgendein Portal, in irgendeinen Beruf, den man letztendlich nicht will. Also ein Studium. Also wenn du ein Studium anfängst und das taugt dir nichts, dann hör gleich auf damit und mach das Zweite. Und wenn das Zweite dir auch nicht passt, dann mach das Dritte. Die Zeit muss man haben und ich habe zum Beispiel auch Jura studiert nebenher, habe sofort gesehen, das passt mir nicht, also Okay. aufgehört sofort. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für junge Leute. Und
Sie müssen natürlich auch wissen, dass Sie momentan in einer relativ guten Situation sind, wo das wirtschaftlich noch gut geht, aber wir wissen natürlich nicht, wo es lang geht. Ja? Mhm. Und die Zeichen sind ja gerade jetzt nicht so optimal bei uns in Deutschland. Wir haben ja also eine ziemliche Abwanderung der Industrie, einfach weil die Bedingungen nicht gut sind. Also allein schon die Strompreise in Deutschland sind die höchsten in der Welt und da ist eben eine Produktionsfirma, die auf sowas angewiesen ist, die geht irgendwann, wenn es nicht besser wird. Ja. Die ganzen Rahmenbedingungen bei uns sind verheerend. Also wenn man sich überlegt, was ich für Mist an Bürokratie zu erledigen habe, das geht auf keine Kuhhaut. Ja. Ähm, Da hoffe ich, dass es mal ein bisschen eine Abkehr gibt in der Politik und dass dann der Wohlstand bei uns eigentlich auch behalten wird. Weil ich glaube nicht, dass es ewig so weitergeht. Wir sind wirklich momentan, klar gibt es Armutsstatistiken und so, aber wenn du die dann siehst, wie die angesetzt sind, dann denkst du auch, naja, was ist denn arm? Wenn ich heute aus Indien zurückkomme und die Leute auf der Straße krepieren sehe, dann weiß ich, was arm ist. Ja? Aber das ist bei uns eigentlich nicht der Fall. Bei uns heißt das schon, man ist arm, wenn man kein zweites Auto hat, ja, so ungefähr. Okay, ja. Aber das hat jetzt mit der ersten Frage nichts zu tun. Also wie gesagt, gerade mit Arbeit und so, das würde ich sagen, sollte man nicht ganz vernachlässigen. Das ist einfach wichtig. Ausbildung, man muss viel lernen. Weil wenn du lernst, dann hast du erst einmal was für dich, für deinen Horizont und dann hast du auch für dich später irgendwas zu machen, wenn du beruflich weiterkommen willst. Ja, ich habe was. Ja. Ja. Schlimmes ungelernt, finde ich. Ja, aber trotzdem noch ausgewogen sein, wie du vorher gemeint hattest. Ja. Also den Freizeitfaktor Ja. ein bisschen behalten können und trotzdem fleißig Ja, sein Auf sozusagen. jeden Fall. Okay, sehr schön. Gibt es noch irgendwas über dich, was wir wissen sollten, was du gerne erzählen würdest? Also ich bin eigentlich völlig ausgeglichen. Ich habe mit mir selber auch keine Probleme. Ich hinterfrage mich zwar ab und zu mal, aber so selbstkritisch, dass ich jetzt sage, du bist blöd, das bin ich nicht. Gut. War das früher auch schon so oder kam das erst mit der Zeit? Ja, ich hatte früher war ich sehr unsicher, ja. Und so eine gewisse Unsicherheit habe ich vielleicht heute auch noch manchmal, also, aber ganz wenig halt, wenn ich vielleicht in einer völlig neuen Gesellschaft auftauche oder sonst wie, ja. Ähm, aber diese Sicherheit, die kriegst du erst mit der Zeit, Okay. ja. Ja. Gab es irgendein Erlebnis bei dir ab dem oder an einem Zeitpunkt, ab dem du für dich festgestellt hast, okay, ich brauche eigentlich überhaupt nicht unsicher sein, ich kann eigentlich mein Ding so durchziehen sozusagen, wie ich mir das vorstelle? Wenn du zum Beispiel jetzt, du hast dein Abitur, du hast promoviert, du hast deine Firma hochgebracht und so weiter, das bringt dir natürlich was, ja. Das bringt dir ja gewisse Selbstsicherheit. Und ich glaube, wenn ich jetzt gar nie was gemacht hätte, dann wäre nicht selbstsicher. Okay, ja. Nochmal eine andere Frage zurück nochmal zum Studium. Findest du, weil du hast vorher auch das Thema Ausbildung erwähnt, findest du, man sollte heute noch anfangen zu studieren? Das kommt auf deine Fähigkeiten an, finde ich. Natürlich, man sollte sich bilden, ja? Auf jeden Fall bilden. Aber ein Handwerker bildet sich ja auch, ja? Indem er seine Lehre macht, indem er einen Meister macht und so weiter und so fort. Und ich glaube, ein Studium ist nicht unbedingt mehr notwendig, um sich beruflich zu verwirklichen. Ja? Wenn man heute Gehälter anschaut, dann sind ja die Gehälter von Handwerkern zum Teil sogar über den von Studierenden. Klar, das ist immer eine Sache von Angebot und Nachfrage. Ja, richtig. Aber Bildung ist das Wichtigste. Also das sollte man in jeder Fason und auch Weiterbildung und auch Sprachen. Es ist so wichtig heutzutage, finde ich. Aber unbedingt studieren würde ich meinen, müsste man nicht. Wie gesagt, es gibt viele andere Berufe, die sehr gut sind und wo man sich verwirklichen kann. Alles klar, okay. Dann bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch. Danke, dass du heute da warst. Ja, und ich danke für deine Fragen.